Servus Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei uns wieder die Suzuki G6R Baureihe. Im Video vor euch seht ihr nun zwei verschiedene Ausführungen des Motorrads. Die rechte Maschine ist eine G6R mit 750 Kubik aus dem Jahre 91 und das teilzerlegte Pendant links, um das es in folgender Videoreihe gehen soll, ist der große Bruder mit 1100 Kubik. Unsere 1100er mit Typbezeichnung GU74 ist die erste Baureihe, welche von 1986 bis 1988 vom Band lief, und die Modellreihe genießt damals wie heute einen guten Ruf und hat maßgeblich zum Erfolg der Marke Suzuki beigetragen. Ursprünglich kam sie jedoch als 750 Kubik Version im Jahre 1985 als eine Art Rennmotorrad für die Straße auf den deutschen Markt und war mit einer Leistung von über 100 PS und einem Trockengewicht von gerade einmal 176 Kilo revolutionär schnell. Einzigartige Merkmale sind der Rahmen aus Aluminium, der das Gewicht reduzierte und sich durch seine Haltbarkeit auszeichnet, und die Luftölkühlung zum anderen. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu anderen Maschinen hier das Öl als Kühlmedium genutzt wurde, was wiederum zur Gewichtsreduktion beitrug, da auf viele Anbauteile, die für eine Wasserkühlung nötig wären, verzichtet werden konnte. Selbst nach heutigen Maßstäben fährt das Motorrad wirklich phänomenal gut und ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, mit dem Moped eine Runde zu drehen, falls sich die Gelegenheit dazu ergibt. Bis wir mit unserem Motorrad allerdings die Straßen wieder unsicher machen, wird noch etwas Zeit vergehen, da wir beim Zusammenbau festgestellt haben, dass die Kupplung stark lediert ist und wir sie nicht einfach so reparieren konnten. Aber bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, seht einfach selbst. Ja, liebe Leute, wie ihr schon in unserem kleinen Intro gehört habt, macht uns bei dem Motorrad jetzt die Kupplung Probleme. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo sie eigentlich sitzt. Und zwar normalerweise ist hier noch der Kettenschutz vorne drauf und ihr seht schon diese kleine Aussparung hier. Und in dieser Aussparung sitzt der Kupplungszylinder. Das Ganze ist ganz ähnlich dem einer Bremse. Es hat ja auch einen Kolben, der jetzt einfach rein und raus drückt. Und hier an dem Motorblock wie an einem Stift die Kupplung betätigt. In unserem Fall ist das Problem, dass jemand das Ritzel, also dieses Bauteil ja falsch montiert, die Kette deswegen sich hin und her bewegen konnte und dann unseren Kupplungszylinder geschliffen hat. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Ich hoffe, die Kamera schafft das im Fokus. Ja, sieht ganz gut aus. Ihr seht schon hier die Schleifspuren, die verdächtig nach Kette ausschauen. Und das Problem an der Sache ist, dass es zum einen normalerweise hier einen Steg hat. Ihr seht schon, hier sind ein paar Millimeter Material. Der fehlt an der Seite einfach komplett. Und das andere Problem ist, dass es auch hier einfach am Rand vom Kolben etwas geschliffen hat. Normalerweise wäre das eigentlich in unserem Fall ein K.O.-Kriterium, also wir würden das Bauteil einfach sofort in die Tonne hauen. Aber es gibt leider kein neues mehr zu bekommen, auch die gebrauchten sehen oftmals nicht viel besser, deswegen werden wir versuchen, ob wir mit unseren noch irgendwas hinkriegen. Und ja, mal schauen, wie es läuft, bleibt dran. Also wirklich alle Achtung, was so ein bisschen Bremsenreiniger für einen Unterschied machen kann. Als nächstes schauen wir jetzt, ob wir den Kolben zurückgestellt kriegen. Da ich leider nichts Besseres zur Hand habe, werde ich es mit einer Rohrzange versuchen. Ein richtiger Mechaniker, glaube ich, kriegt das wieder einen Schreikrampf. Aber ich werde den Zug dazwischen klemmen und hoffen, dass ich nichts kaputt mache. Und tada, wir hatten Erfolg. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera raus. Aber der Kolben ist ein ganzes Stück weiter drin und ich glaube, weiter wird auch nicht zurückgehen. Sieht sehr nach der Endposition aus und jetzt widmen wir uns dem nächsten Problem. Und zwar das ist, dass hier normalerweise, hier an der Seite sieht man es noch, der Steg ist mit Gewinden drin, an dem die Schraube hält. Und hier an dieser Seite, wo so viel fehlt, ist sind kaum noch Gewindegänge über. Deswegen ist mein Gedanke jetzt, diese Fläche hinten möglichst eben abzuschleifen, die Gewindegänge, die da sind, nochmal nachzuschneiden mit dem Gewindeschneider
Und hier hinten einfach eine Mutter gegen zu machen. Eine selbstsichere Mutter, die nicht verloren gehen kann. Und hoffen, dass es so solide hält. Jetzt werden wir versuchen, das Gewinde nachzuschneiden. Um herauszufinden, welcher Aufsatz der richtige ist, könnt ihr zum einen das Ganze natürlich ausmessen. In unserem Fall haben wir hier die alte Schraube und dreht sie sicherheitshalber nochmal durch den Gewindeschneider für Schrauben durch. Und ihr seht schon, wenn sie wie hier einfach ohne Widerstand einfach durchgeht, dann habt ihr die richtige Größe. In unserem Fall ist das die M6 und das ist der passende, hoffe ich mal, ja genau, das ist der passende Schneider dafür. Das problematische Gewinde ist das, wo einfach hier am Ende so ein richtiger Grat ist, wo die Kette geschliffen hat. Sicherheitshalber werde ich das andere auch nochmal nachschneiden, denn es kann nicht schaden. Ein Tipp, den ich noch von meinem Vater gekriegt habe, den ich eigentlich immer verwende und der auch für mich persönlich sehr gut klappt, ist das Ganze einfach mit etwas Schmieröl, also in unserem Fall einfach so ein kleines Kriechöl wie WD-40, gangbarer zu machen, dann tut ihr euch leichter und eventuelle Späne, die ihr beim Gewindeschneiden habt, kommen auch leichter mit raus. Okay Leute, es hat so keinen Wert. Jetzt kommt ins Plan B, ich werde das Loch etwas größer fallen, dass die Schraube einfach durchpasst und dann werden wir da hinten eine Mutter gegen machen und von der anderen Seite schön plan fallen und hoffen, dass das Ganze so funktioniert. Wie ihr seht, unser Plan hat zum Glück funktioniert, die Schraube geht durch. Der nächste Schritt ist, dass wir das hier hinten möglichst flach fallen und dann hoffen, dass wir es hinten mit einer Mutter befestigt kriegen. Wie ihr schon seht, da sind richtig schöne Schleifspuren drin. Das Problem an der Sache ist, dass in der Mitte auch noch eine Kerbe drin ist und ich will nicht zu viel von dem Material wegnehmen. Ich werde jetzt mal probieren, ob es so funktioniert. Das Ganze werden wir jetzt mit hoffentlich sanfter Gewalt da wieder hineinbekommen. Jawolski. So. Bei Schraube 1 sieht das Ganze schon mal recht gut aus. Hier hat sich festziehen lassen. Und jetzt hier bei der zweiten Schraube, wo das Gewinde nicht mehr vorne ist, habe ich Folgendes vor. Dass wir einfach eine selbstsichernde Mutter von der Rückseite dagegen schrauben. Und ja, das wird hoffentlich halten. Ja, das Ganze sieht in meinen Augen relativ gut aus. Jawohl. So Leute, bei uns ist jetzt hier Tag 2, es ist leider schon wieder dunkel. Und auf wundersame Weise sind auch noch die Schrauben für die Ritzelabdeckung verschwunden, deswegen haben wir uns ein paar neue besorgt. Leider nicht genau die richtige Länge, deswegen werden wir erst noch ein wenig die Säge schwingen. Ja, aber hoffentlich kriegen wir es heute fertig.
just on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of this nightmare. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now. So Jungs und Mädels, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt werden wir feststellen, ob sich die ganze Schrauberei gelohnt hat und ob es auch funktioniert. Drehen wir wieder am Rad. Ihr seht, wir haben jetzt den Leerlauf drin. Wir werden es mal in so einen Gang anlegen. Genau, uns blockiert. Jetzt ziehen wir die Kupplung. Jawohl, und es dreht sich. Wir lassen einfach testhalber nochmal los. Genau, sofort blockiert das Rad. Ich ziehe nochmal. Und es lässt sich drehen. Ja, so soll es sein. Es sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Servus. Sind wir soweit? Entschuldigung.